Wer seid ihr? Mein Name ist Sebastian Franke, ich bin Sozialarbeiter und Teil des Leitungsteams vom Präventionszentrum der Suchthilfe in Thüringen. Mein Themenschwerpunkt ist der Bereich der illegalen Drogen und in dem Zusammenhang koordiniere ich zwei Projekte. Das ist zum einen das Safer Nightlife Projekt Drogerie, welches im Partykontext unterwegs ist, und in dem Zusammenhang leite ich ein Team aus haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden bei uns im Projekt. Und ja, wir sind direkt auf Partys unterwegs und beraten ganz niedrigschwellig zum Thema Drogengebrauch, Drogenkonsum, Risikomischkonsum, Safer Use. Und das andere Projekt ist das Drug-Checking-Pilotprojekt hier in Thüringen namens Subcheck. Mein Name ist Patrick Krause. Ich arbeite als Sozialarbeiter im Pilotprojekt Subcheck. Das ist der Thüringer Pilot zur Untersuchung und Umsetzung von Drug-Checking als Präventions- und Interventionsstrategie und ist angesiedelt bei der Suchthilfe in Thüringen. Was macht ihr? Das Präventionszentrum hat in Thüringen die Aufgabe, Präventionskonzepte und Programme zu entwickeln und die dann danach in die Kommunen zu tragen. Und dort die einzelnen Akteurinnen und Akteure in den Landkreisen, in den Kommunen bei der Durchführung zu unterstützen und bei der Implementierung von Präventionsprogrammen. Mein Themenschwerpunkt bei Subcheck ist die Verbindung zwischen Theorie und Praxis von Drug-Checking. Außerdem bin ich Ansprechpartner für externe Kooperationen und auch für unsere Evaluationspartner der Charité in Berlin. Was ist Drug-Checking und welchen Mehrwert bietet es? Beim Drug-Checking handelt es sich um ein Angebot für potenzielle Konsumierende von illegalen Substanzen. Diese Menschen sollen die Möglichkeit erhalten, diese Substanzen auf ihre Reinheit, auf ihre Konzentration und Zusammensetzung analysieren zu lassen und somit das Risiko, das mit dem Konsum von Substanzen unbekannter Zusammensetzung entsteht, besser einschätzen zu können. Wenn wir von Drug-Checking reden, meinen wir meistens die Form des Integrated Drug-Checking. Das bedeutet, dass der Vorgang der Analyse in ein Beratungskonzept eingebettet ist. Das soll vor allem die große Gruppe der Freizeitdrogenkonsumierenden für die Suchthilfe erschließen, die professionelle Suchthilfe für Freizeitdrogenkonsumierende attraktiver und zugänglicher machen und Anreize schaffen, in Kontakt mit der Suchthilfe zu treten. Wir werden oft gefragt, ob Drug-Checking nicht den Konsum von Freizeitdrogen befördert. Was sagt ihr dazu? Drug-Checking-Projekte existieren im europäischen Umland schon teilweise seit über 20 Jahren. In diesem Zeitraum wurde auch eine Vielzahl von Studien angefertigt, beispielsweise die Evaluationsstudie von Benschop, Rabes und Korf namens Pill-Testing, Ecstasy and Prevention, wo genau dieser Frage nachgegangen wurde. Da konnte kein Zusammenhang festgestellt werden, dass Drug-Checking im Zusammenhang stehen würde mit einer Steigerung des Konsums, eher im Gegenteil. Es wurde festgestellt, dass Drug-Checking die Möglichkeit bietet, dass der Erstkonsum verzögert oder verhindert wird. Wieso gibt es aktuell in Deutschland kein präventives Drug-Checking? Drug-Checking ist in Deutschland ein sehr, sehr kontroverses Thema. Das liegt an verschiedenen Gründen. Zuallererst einmal ist es natürlich die schwierige Rechtslage. Das heißt, wenn wir Substanzen zum Checken entgegennehmen würden, würden wir uns nach dem Betäubungsmittelgesetz strafbar machen. Das heißt, wir würden die in unseren Besitz nehmen, auch wenn man das gar nicht vorhat zu konsumieren, sondern auch einen Zweck verfolgt der Gesundheitsförderung, diese Substanzen entsprechend zur Analyse zu geben, könnte man da schon diesen Straftatbestand des Betäubungsmittelgesetzes dort verorten, dass wir eben diese Substanzen besitzen, was es unserer Meinung nach nicht ist. Letzten Endes ist es aber ein ganz großes, vielschichtiges Thema hinsichtlich der Politik, weil da wird natürlich entschieden, wird jetzt Drug-Checking hinsichtlich der Gesundheitsförderung als notwendig erachtet, das tut es in vielen Teilen, aber wird es denn auch dann umgesetzt? Und da gibt es leider ganz, ganz große Hürden und ganz verschiedene Auffassungen, die wirklich sehr weit auseinandergehen. Ja? Gegnerinnen und Gegner von Drug-Checking sagen zum Beispiel so einer Methode nach, dass die den Substanzkonsum gerade erst unterstützen würde. Also das heißt, wenn jetzt eine konsumierende Person im Vorfeld noch unentschlossen ist, also nach jetzigem Standard sozusagen, ne, sie würde jetzt eher nicht konsumieren, weil sie ja nicht weiß, was es letzten Endes von eine Substanz ist, dann sagen diese kritischen Stimmen aus, dass sie es dann mit so einer Sicherheit einer Analyse
gerade erst dann tun würden. Also wir würden die Leute quasi dazu einladen mit Drug-Checking, dass sie diese Substanzen dann erst konsumieren und eben da hinsichtlich eine Straftat begehen. Ja? Da kann man natürlich dagegenhalten und das tun wir in Fachkreisen, auf der ganzen Bundesebene auch, dass es, letzten Endes die Leute, die jetzt schon konsumieren, tun es ja auch so schon, ohne Drug-Checking. Ne? Also das werden bewusst diese Risiken eingegangen, weil Rausch eben einfach zu unserer Gesellschaft dazugehört und sich ganz viele Menschen mit diversen Substanzen berauschen. Und gerade im illegalen Bereich ist es halt ein ganz großes Problem, dass es da einfach keine Regularien gibt in der Herstellung. Also es ist ja nicht so, dass es ein Labor gibt irgendwo, die die Substanzen herstellen und einen Beipackzettel hinzupacken, wie ein großer Pharmakonzern. Ne? Das ist ja in dem Bereich, in dem illegalen Bereich sozusagen auch gar nicht gegeben. Und da ist ein ganz großes Problem, weil diese Menschen ja sowieso schon konsumieren. Und der Konsumtrends zeigen deutlich wirklich hinsichtlich der letzten Jahre, der letzten 10, 20 Jahre, dass die Konsumtrends extrem nach oben gehen, gerade was die Dosierung von einzelnen Stoffen angeht. Also die Herstellerinnen und Hersteller werfen viel, viel hochpotentere Substanzen auf den Markt. Und das können Drug-Checking-Projekte direkt aus dem europäischen Ausland nachweisen. Zum Beispiel das Wiener Drug-Checking-Projekt Checkit ist, glaube ich, seit 25 Jahren am Start und analysiert Substanzen. Und dadurch kann man halt ein krasses Monitoring auch von dem Markt herstellen und sieht dort deutlich, dass es halt immer gefährlichere Mischungen auch gibt. Ne? Deswegen braucht es Drug-Checking eigentlich dringend in unserer Gesellschaft als Präventionsmethode. Aber wie gesagt, es ist einfach ein sehr, sehr kontroverses Thema und eher konservative Kräfte im Land sehen diese Notwendigkeit eben nicht im Kosten-Nutzen-Verhältnis vor allen Dingen. Wie ist eigentlich die Lage in Thüringen? Seit 2018 gibt es das Pilotprojekt Subcheck und seitdem versuchen wir Wege zu finden, wie man hier in Thüringen Drug-Checking umsetzen kann. Was sind die Zielgruppen, wie können wir die erreichen? Wir haben große Schwerpunktthemen dadurch aufgemacht und haben geguckt, wo würde sich so ein Angebot am besten eignen und wie können wir das etablieren. Und da sind wir jetzt seit 2 Jahren aktiv im Prozess. Ja, so haben wir verschiedene Wege untersucht, Drug-Checking direkt in die Breite und in die Fläche zu bringen. Und einer dieser Themenschwerpunkte ist natürlich das Party-Setting. Das ist eigentlich bei allen Drug-Checking-Projekten so diese Hauptzielgruppe. Da bewegen sich Menschen, die in vor allen Dingen riskantes Konsumverhalten vielleicht an den Tag legen. Das sind so aktuelle Konsumtrends wie Double Dropping. Das heißt, man nimmt halt wirklich gleich 2 Konsumeinheiten, 2 Pillen ein und nicht nur eine. Ne? Oder es wird ganz oft nachgelegt, es ist Mischkonsum, es wird wirklich alles wild miteinander kombiniert, vor allen Dingen dann auch natürlich immer noch mit Alkohol in Kombination. Und da wollen wir natürlich vor Ort die Leute aufklären und direkt beraten, nicht nur zum Safer Use, was sind die Gefahren generell dahinter, sondern es geht uns vor allen Dingen auch darum, genau Aussagen darüber zu treffen, was ist denn letzten Endes in den Substanzen enthalten. Und damit wollen wir in das Beratungsgespräch dann mit unserer Zielgruppe gehen, also mit den Menschen, die vorhaben, die Substanzen zu konsumieren. Die wissen es ja auch einfach gar nicht besser. Ne? Was ist denn wirklich in der Pille drin? Ja, und dem Weg wollen wir hier in Thüringen nachgehen. Was könnte sich daran durch unsere Schnelltests verändern? Ja, durch die Schnelltests von Miraculix könnte sich ein wirksames Mittel etablieren, um valide und glaubhafte Daten zur Zusammensetzung von auf den Schwarzmarkt kursierenden Stoffen direkt an die Zielgruppe weiterzugeben, mit den betreffenden Menschen ins Gespräch zu kommen und somit unter Umständen auch die Zahl der drogenbezogenen Notfälle zu senken. Was ist in diesem Jahr geplant? Wir haben dieses Jahr einen ganz großen Meilenstein für unser Projekt erreicht. Und zwar haben wir für diesen Sommer vor, ein On-Site-Drug-Checking anzubieten, direkt im Party-Kontext. Direkt für die breite Zielgruppe von Party-Userinnen und Usern, die vorhaben, Substanzen zu konsumieren, können zu uns zur Drogerie kommen und wir können vor Ort anonym und gesichert Aussagen darüber treffen, was letzten Endes in den Substanzen enthalten ist, wie die Zusammensetzungen bestimmt sind. Und können gemeinsam mit dem Know-how von Miraculix und deren Testkits Drug-Checking wirklich das erste Mal so umsetzen, wie wir es uns gewünscht haben in den letzten Jahren. Mit der Kooperation mit Miraculix haben wir auf jeden Fall eines geschafft, dass wir on-site diese Tests überhaupt durchführen können, und zwar mit Unterstützung des Landes
Das liegt daran, dass wir keinen Kontakt mit den Substanzen haben. Die Adressatinnen und Adressaten, also sprich die Menschen, die zu uns kommen und die Substanzen analysieren lassen wollen, führen diese Tests eigenständig durch. Das wird über die Crew von Miraculix angeleitet und wir führen danach mit den Menschen dann das darauf zugeschnittene Beratungsgespräch hinsichtlich der Schadensminimierung. Wie soll das On-Site-Checking konkret aussehen? Es ist geplant, das Angebot des On-Site-Checkings in den regulären Betrieb der Drogerie aufzunehmen. Dabei soll das Angebot interessierten Menschen diskret eröffnet werden und der eigentliche Probenvorgang wird überwiegend von der Klientel selbst übernommen. Sprich, das Vermessen der Probe, das Hineingeben in die Reagenz wird alles von der Zielgruppe durchgeführt. Zur chemisch-toxikologischen Bewertung stehen uns die freundlichen Menschen von Miraculix zur Seite und der ganze Prozess ist eingebettet in ein verbindliches Beratungsgespräch, das sehr niedrigschwellig angesetzt werden soll. Das Beratungsgespräch wird gestützt von einem Fragebogen, der in Zusammenarbeit mit der AG Psychotrope Substanzen der Berliner Charité entstanden ist. Wichtig ist zu erwähnen, dass die Inanspruchnahme des Angebots komplett anonym ablaufen soll. Was sind die nächsten Schritte? Für Miraculix und Subcheck bedeutet das jetzt, die letzten Feinjustierungen vorzunehmen, die es braucht, damit wir im Sommer wirklich mit unserem Drug-Checking-Angebot an den Start gehen können. Für die Drogerie bedeutet das, in dem Zusammenhang soll es ja dann umgesetzt werden, sich wieder stark im Party-Setting dafür zu machen, für die Mündigkeit der einzelnen Menschen, die mit psychotropen Substanzen agieren, ihr Wissen zu stärken, ihr Wissen zu vermitteln und vor allen Dingen gemeinsam zu reflektieren und dafür beizutragen, dass wir ein sichereres Nachtleben in Thüringen erleben dürfen.